Urlaub in Rumänien, lohnt sich das überhaupt? Beziehungsweise kann man da überhaupt Urlaub machen? Wir waren mehrere Wochen in dem Land unterwegs und in diesem Video erfährst du, was sich in Rumänien erwartet und welche Erfahrungen wir während unserer Reise dort gemacht haben. Und natürlich gibt es auch noch unsere Top 10 Reiseziele, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Ja, genau. Urlaub in Rumänien. Moment, das ist dein Ernst? Wirklich jetzt? Okay, wow. Da müssen wir erst einmal die anderen fragen, was die davon halten. Welche Wörter fallen dir ein, wenn du an Rumänien denkst? Korruption, Armut, Betteln, Diebstahl, Zigeuner, Rum und Hyänen? Straßenhunde, Kriminalität. Okay, krass, und da wollen wir wirklich hin? Naja, hilft ja nicht, oder? Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Wir haben Rumänien gar nicht auf den Schirm gehabt, haben uns dann aber spontan dazu entschieden und keine Sekunde bereut. Bereits als wir über die Grenze gekommen sind, haben wir uns wohlgefühlt, keine Ahnung warum. Vielleicht lag es an den kleinen alten Dörfern, an der wilden Natur oder den freundlichen Menschen. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwohin in den Urlaub fahrt und sofort das Gefühl habt, dass es passt? So ist es uns in Rumänien gegangen und da haben wir noch gar kein konkretes Ziel besichtigt. Die Reiseplanung übernimmt bei uns eigentlich immer Louis. Das heißt für mich, dass ich mich zurücklehnen kann und mich von den Reiseziele überraschen lasse. Die Überraschung kann dann natürlich auch mal negativ sein, aber Leute, Rumänien ist wirklich der Wahnsinn. Im positiven Sinn natürlich. Was mich aber dann noch richtig überrascht hat, war, dass in der Region Transsilvanien, ja genau bei Dracula, aber da kommen wir später noch drauf, alle Orte deutsche Bezeichnungen haben, an den Häusern noch deutsche Inschriften stehen und die Menschen sogar teilweise noch Deutsch sprechen. Das liegt daran, dass im 12. Jahrhundert viele deutsche Siedler in die Region kamen und die Gegend entsprechend geprägt haben. Aber jetzt zurück zu den Vorurteilen, die ihr oder zumindest ein Teil von euch habt. Und da schließe ich uns selbst gar nicht aus. Wir haben uns schließlich die Punkte vom Anfang nicht ausgedacht, sondern euch gefragt. Wir wollen gar nicht so sehr ins Detail gehen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Doch kurz darauf eingehen wollen wir trotzdem. Uns wurde weder etwas gestohlen, noch haben wir irgendwelche Bettler gesehen. Und zu keinem Zeitpunkt fühlten wir uns unsicher oder bedroht. Wobei, eine Situation gab es ja schon. Die ganze Geschichte zu unserem unerwarteten Besuch findest du in unserem Video zur Transfugarașa Buchstraße. Wir verlinken es dir hier oben. Was wir tatsächlich sehr viel gesehen haben, waren Straßenhunde. Das kennen wir bereits aus unseren Besuchen in Griechenland und Albanien. Aber wir haben bis jetzt noch nie irgendein Problem mit den Hunden gehabt. Einerseits passen wir natürlich auf, andererseits sind wir beide Hundemenschen und wissen, wie man mit den Tieren umgeht. Und wir haben noch einen kleinen Tipp. In unserem VW-Bus haben wir immer etwas Hundefutter dabei und wenn es die Situation zulässt, ist das der einfachste Weg, sich neue Freunde zu machen. Was wir damit sagen wollen ist, dass Vorurteile meist unbegründet sind. Das ist gar nicht speziell auf Rumänien bezogen, sondern allgemein. Und der beste Weg, Vorurteile aus dem Weg zu räumen, ist, sich ein eigenes Bild zu machen. Also unseres Erachtens ist Rumänien ein Wahnsinnsreiseziel und es wird sicherlich nicht unser letzter Besuch dort gewesen sein. Wenn du mit den Gedanken spielst, deinen Urlaub dort zu verbringen, können wir es dir nur empfehlen. Jetzt stellt sich natürlich nur noch die Frage, wo man denn hinfahren soll. Und deswegen kommen hier unsere Top 10 Reiseziele. Die detaillierten Beschreibungen zu den einzelnen Reisezielen findest du wie immer in unserem Reiseblog. Wir verlinken ihn unten für dich. Ein unterirdischer Freizeitpark? Klingt ein bisschen skurril, aber genau das bietet die Jugnele Marie Salzmine. Ein Tennisplatz, ein Minigolfplatz, eine Hüpfburg und vieles mehr befinden sich in einer stillgelegten Salzmine. Der Freizeitpark ist definitiv einen Besuch wert, auch wenn das Angebot eher auf Kinder ausgelegt ist.
Wer einen entspannten Aufenthalt in der Natur verbringen möchte, den können wir die Torenburger Schlucht nur ins Herz legen. Auf mehreren Wanderwegen kann die Gegend des Canyon erkundet und besichtigt werden. Ein Ausflug in die Vergangenheit erwartet euch im kleinen Ort Viskry in Transsilvanien. Das ursprüngliche Dorf erlaubt einen interessanten Einblick in die Geschichte der Region und zählt noch als echter Geheimtipp. Und wenn wir schon von Transsilvanien sprechen, dann darf ein Name natürlich nicht fehlen: Dracula. Die Romanfigur, die vom irischen Schriftsteller Bram Stoker kreiert wurde, soll im Schloss Bran, unserem Platz 7, beheimatet sein. Ein echtes Abenteuer erwartet euch bei unserem Platz 6. Auf rutschigen Leitern und Stegen muss hier eine enge Schlucht überwunden werden. Der 7-Leitern-Canyon in der Nähe von Brasov ist definitiv nichts für schwache Nerven. Die malerische Stadt Schäßburg ist nicht nur aufgrund des Bezuges zu Dracula sehenswert. Wir haben hierzu ein separates Video gemacht. Falls es dich interessiert, wir verlinken es dir oben. Neben Schäßburg hat uns Sibiu, eine weitere Stadt in der Region Transsilvanien, vom Hocker gehauen. Die deutsche Bezeichnung von Sibiu ist Hermannstadt. Und wenn du mehr davon sehen möchtest, schau dir doch unser Video zur Stadt an. Einen unterirdischen Freizeitpark haben wir euch ja schon vorgestellt, aber das Salzbergwerk Turda stellt alles in den Schatten. Durch die einzigartige Beleuchtung der Mine wirkt der Park wie von einem anderen Planeten. Hier kannst du sogar unter der Erde Riesenrad fahren. Ein absolutes Highlight war die Fahrt auf der Transfigurascher Hochstraße. Die Landschaft ist einmalig und die Passstraße zählt nicht ohne Grund zu den schönsten Straßen der Welt. Die Begegnung mit den Bären setzte der Fahrt dann noch das i-Tüpfelchen auf. Falls du mehr über die Transfigurascher Hochstraße erfahren willst, schau dir doch unser Video zu diesem Reiseziel an. Auf den ersten Platz hat es der Butchigi Nationalpark geschafft. Die einmalige Natur hat uns absolut vom Hocker gehauen. Das auf 2000 Meter gelegene Hochplateau bietet viele Wandermöglichkeiten. Als wir jedoch vom Tal in die Berge gefahren sind, war der Nebel so dicht, dass wir keine 5 Meter mehr gesehen haben. Oben angekommen waren wir dann über der Wolkendecke und die Landschaft ist wirklich beeindruckend. Neben der einzigartigen Natur sind hier oben auch bizarre Felsformationen, die vom Regen und vom Wind geformt wurden. Die bekannteste von ihnen ist die Sphinx, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ägyptischen Monument hat. Und ein weiteres Highlight ist das Heldenkreuz, das auch vom Tal sichtbar ist. Uns hat Rumänien wirklich beeindruckt. Was haltet ihr von dem Land? Oder habt ihr sogar schon eigene Erfahrungen gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.